So, da sind wir wieder in der Aufnahme. So, wir müssen den Schlüssel suchen. Aber wo zum Teufel soll ich jetzt einen Schlüssel herbekommen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wo das sein soll? Und hier wurde das Zeug zurückgesetzt. Juhu. Wow, was ist das? Das schmatzt auch noch. Hört ihr das? Ja. Die zum Schutz mit. Ach, wir wollten doch da hochgehen, ne? Ach, und dann wurden wir von so einem Schrei aufge... Also wird der Schlüssel hier oben sein. Lässt sich nicht bewegen. Ui, guck mal. Sind wir an irgendeiner Küste oder sowas? Es lässt sich nicht bewegen. Hätte ich sie gesehen? Was sind das hier? Archive. Am Archive müssen die doch drin. Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hasel versteckte sich, aus Angst, bestraft zu werden. Überall diese Kakerlaken. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Aha, es wurde uns sogar schon vorgelesen, nicht schlecht. Das war echt sinnvoll. Ah. Mit dem mal richtig angucken. Aha. Geiler Typ. Ach, können wir sogar ein paar Bücher rausnehmen? Treppen in der Welt bestimmt. Heißt, legen die auch noch oben was drauf? Das war der Hut. Wir brauchen langsam echt mal ein bisschen Öl, vermute ich, oder? Oh, schlimm. Bücher. Nichts. Ui. Noch ein Zettel. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, jetzt wissen wir genau, wie es heißt, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste als preußischer Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers,
Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Han Haus Gerisch. Aha. Also stand dieser Alexander unter Vertrag mit denen hier. Oh, irgendwie reagiert man schon meine W-Taste nicht. Schon Angst bekommen. Brauchen wir ja nicht anzünden. Oh, die Räume sind so groß. Kann man das nicht anzünden? Nee. Schade. Ist eh noch hell genug hier eigentlich. Oh, wieder was zum Lesen. Warte mal, ich suche erstmal hier durch. Wenn wir dann kann man ja lesen. Ui. 17th of May, Ah, das ist die Stelle. 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Aha, also die sind in so eine Kammer runter. Ich lese natürlich immer selber mit für mich. Ich weiß nicht, ob ihr mitlest, weil für die, die jetzt zu faul waren, das sind so mit den Arbeitern in der Kammer runter und soweit wie ich das jetzt gesehen habe, sind die Arbeiter dann abgehauen und der ist dann weiter runter und dann ist so ein Stein runtergefallen und ja, und der war natürlich gefangen. Arme Sau. Ach, 2 Hemden. Die kann man nicht mitnehmen, die 2 Hemden, oder? Nee. Eigentlich schon hoch, also es geht da nicht. So, ich hab Angst, den Flur entlang. Ach, das ist der Flur. Wie viel haben wir noch? Ah, warte mal, wir haben doch Öl. Oh Gott. Ich sehe da irgendwas im Ofen liegen. Gut. Eine Zunderbüchse. Wenn wir die aufmachen können, ne? Nee. So, ich habe noch ein paar Minütchen. Jetzt haben wir ja auch wieder ein klein wenig Öl. Die hätten ruhig mehr verteilen können. Nein, ich lösche jetzt nicht alles aus, weil... N. Ach nee, M hier. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Bestimmt.
Achtung, es fährt das Klavier zu, ja. Nee, komm, jetzt hier verstaubt. Das ist schon geil gemacht. Waren wir schon überall drinne? Ja, ne? Ja. Kommen wir wieder zurück zur Eingangshalle. Waren wir auch schon. Gehen wir mal nach rechts. Ja, normalerweise sollte man eigentlich hier lang, bumm, hier zu, ne? Hätte man hier rein können. Sag mir nicht. Oh nein, es ist alle. Hab ich doch richtig gesehen, nicht unter Büchse. Hier tropft Blut von der Decke. Das ist nicht gesund. Es gab hier in dem Spiel ganz am Anfang so eine Art Intro. Wurde verklickert, dass man nicht seine Feinde, die man drinnen trifft, besiegen soll. Sondern lieber wegrennen soll. Diesen Plan werde ich natürlich auch bevorzugen. So, warte, F. Kann man es da oben anzünden? Nee. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Ach, anscheinend schon damals, wo die hier drinnen, ich sag mal, gewohnt haben. Ostflügel. Westhalle. Schon damals wird das hier etwas einsturzgefährdet gewesen sein. Und das ist es jetzt natürlich immer noch. Oh, schön. Ich freue mich über jedes Gläschen. Wir haben jetzt 2, gut. Das. Ich guck dann gleich. Ich guck erstmal noch. Oh, ich will doch von unten anfangen. So sehe ich die ja nicht. Oh Gott. Was passiert? 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Wir können hingehen.
Maus It zieht mich was auch dorthin. waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. So, da mache ich jetzt auch hier erstmal ein Ende mit meiner Aufnahmesession. Das ist mal Bescheid. Also, der hat ist irgendwie wieder rausgekommen, hat so eine komische Reliquie in der Hand gehabt, ne? Hui, ich frage mich, was da noch so auf uns zukommt. Mehr Dunkelheit, okay, ich weiß ja schon ein bisschen mehr Dunkelheit und ja, wir gehen noch in den Keller. Aber das sehen wir natürlich erst in den nächsten Parts, die noch folgen. Außerdem vielleicht nehmen wir heute Nachmittag nochmal auf, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls vielen Dank fürs Angucken und tschüss.